haben ja unterschrieben, das ist jetzt glaube ich 10 Wochen her. Und es hieß mal, ja, das kann 3 Monate dauern. Und ja, dann war es jetzt gestern soweit. Wir sind nach Villarrica gefahren und haben dann gefragt, können wir unseren Titel mitnehmen? Haben den Empfang bestätigt mit der Unterschrift. Dann haben wir gleich noch gefragt, ja, und für den Dirk den Titel, dürfen wir den auch mitnehmen oder muss er persönlich kommen? Punkt. Für mich war es gestern eine Überraschung. Ich hatte nur im Laufe des Vormittags gehört, dass Sebastian und Colli in Villarrica waren und 3 Titel abgeholt haben. Ich konnte mir denken, dass meiner unter Umständen mit dabei war, aber wenn es nicht so gewesen wäre, hätte mich das jetzt auch nicht weiter gestört, weil der Prozess schon Anfang April über die Bühne gegangen war. Wir haben uns gefreut, dass wir jetzt die Titel in papierner Form bekommen. 4 Blätter plus Deckblatt, also 8 Seiten plus Deckblatt, richtig mit Stempel und allem drum und dran. Und es war mein Erlebnis, das hier in einem anderen Land zu erleben. Ich habe in Deutschland ein Haus gehabt, da fiel das gar nicht weiter ins Gewicht und war gar nicht weiter interessant. Und jetzt war das einfach schön, auch das zu bekommen. Es war unproblematisch. Wurde übergeben, unterschrieben und war auch für mich nie ein Zweifel. Ich bin ja im Vertrauen. Wo manche sagen, ja, Vertrauen nicht gut, Kontrolle ist besser. Ja, die Kontrolle war jetzt da. Ich habe es bekommen, unterschrieben, Punkt. Es ist einfach eine Sicherheit, die man am Ende auch hat. Also letztlich war für mich auch klar, dass die Titel irgendwann kommen werden. Das war das Versprechen von Anfang an. Und da war ich, wie die Colli auch das gerade sagte, voll im Vertrauen. Und das war natürlich dann gestern eine schöne Überraschung, als ich die Info bekommen habe. Der Papiertitel, endlich was in den Händen zu halten, ist jetzt auch da. Wir waren da im Eingangsbereich gestanden und haben einfach mal kurz gefragt. Da kam die Assistentin raus. Wir haben gesagt, ja, wir haben gehört, es wären die Titel da. Das haben wir ja schon länger gehört. Ich glaube, vor 2 Wochen oder so hat der Erwin schon mal gemeint, ja, die Titel wären fertig. Aber wir hatten so viele andere Dinge zu tun. Wir haben uns da jetzt nicht drum gekümmert, ob es jemand herbringt, abholt oder sonst irgendwie was. Und wir wurden zwar immer wieder gefragt, ja, hast du jetzt deinen Papiertitel? Ich so, nö, aber ich meine, der müsste da sein jetzt beim Notar, aber ich kam noch nicht nach Villarrica. Irgendwann wird er dann entweder da sein oder wir holen selber ab. Ich habe halt nichts weiter gehört. Ja, jedenfalls haben wir die Titel auch mal der Staatsanwaltschaft gezeigt, weil es gibt ja draußen einige Stimmen, auch von ehemaligen Siedlern, die sagen ja hier, die Grundstücke, das ist ja alles fake, das gibt es ja gar nicht. Und auch die Titel, wir würden nie Titel kriegen, das war ja wurde schon immer hier gesagt. Ne? Ich habe das ja damals oder letztes Jahr hauptsächlich und vorletztes Jahr ja mitverfolgt, auch was das für ein Riesenaufwand war, die Grundstücke hier aufzuteilen, bei Katastro zu registrieren und so weiter. Den ganzen Prozess habe ich ja mitverfolgt, auch immer geguckt, wie man das online dann einsehen kann, wie ist gerade der Stand und so weiter. Also für mich war das klar und das dauert halt seine Zeit, bis auch jeder dann seinen Titel hat. Aber wenn wir dann mal beim Notar sind und die Unterschrift geleistet haben, dann war es das. War jetzt auch keine Unterschrift mehr fällig. Also der Staatsanwalt selber und der Assistent, die waren neulich mal hier und haben sich das angeschaut. Und wir haben dann gefragt, ja und, was habt ihr für einen Eindruck gehabt? Die waren sehr erstaunt, wie weit fortgeschritten das hier alles ist, wie viele Häuser da stehen. Ja. Die Urbanisation ist da hermoso. Genau, und finde ich gut, dass die jetzt die Bescheid wissen darüber. Und vor allem haben sie dann auch gefragt, ob sie den Titel kopieren können. Ja. Haben wir zugestimmt, das ist zwar privat, aber wir haben gesagt, ja komm, das können wir machen, ich habe nichts dagegen. Und wenn jetzt dann nochmal irgendjemand kommen soll, dann sagt, ja, das ist hier alles fake, dann wissen die ja schon Bescheid, liegt ja alles dort. Was hat er am Schluss noch gesagt mit der einen Anwältin? Ich habe dann nur gesagt, ja, ihr ist ja wichtig, immer die neuen Schuhe in die Kamera zu halten. Ja, über TikTok. Ja, über TikTok. Und dann sind wir voller Freude mit Grinsen im Gesicht Richtung Heimat.